Hallo liebe Zuschauer, heute haben wir den 16. Oktober und Montag und ihr habt eine ganze Woche vor euch. Außer die Rentner natürlich. Ja, letzte Woche hatten wir ja den Fall, dass wir Blut gesucht haben in fast ganz Thailand. Da ist ein Deutscher, der Klaus, der in Udon Thani einen Verkehrsunfall hatte. Er ist also, wie ich von dem Andy gehört habe, mit fast 100 Stundenkilometer. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Tag gewesen ist oder bei Nacht. Jedenfalls auf den Truck gefahren und hat sich so schwer verletzt, dass man ihm zweifach das Bein amputieren musste. Man hatte zuerst unterhalb vom Bein das Bein amputiert und dann waren wohl Komplikationen aufgetreten und dann musste man oberhalb vom Bein. Und die letzte Info, die ich bekommen habe, wird, dass wahrscheinlich der linke Arm auch noch abgenommen wird. Also eine ganz schlimme Sache, muss ich sagen. Ja, und da hatten wir ja aufgerufen, hier Blutgruppe 0 Rhesusfaktor minus. Da haben sich dann auch welche gemeldet. Einer aus Korat, der hat sich direkt an uns gewendet. Tut das bitte nicht. Und da haben wir dann festgestellt, die Vinat, die hatte dann zu den Krankenhäusern angerufen, Udon Thani, die sind dann auch dran gegangen, das hat soweit geklappt. Aber in Korat, da ist ja keiner ans Telefon rangegangen. Und dann hatte ich dann auch schon vom Andy gehört, dass die Krankenhäuser untereinander das gar nicht auf die Reihe kriegen, Blutkonserven von irgendwo in Thailand nach Udon Thani zu bringen. Die letzte Info ist, dass sich jetzt die Tochter da eingeschaltet hat von dem Klaus. Die organisiert das jetzt von Deutschland aus und die hat mir auch geschrieben, den Andy geschrieben, dass jetzt alles über das Rote Kreuz in Thailand geht. Also wenn ihr irgendwo in der Nähe ein Rotes Kreuz habt, dann könnt ihr da hingehen. Und wenn die auch Blut annehmen, dann kümmern die sich auch darum, dass dieses Blut nach Udon Thani kommt. Hier seht ihr jetzt den Klaus und da ist auch die Patientennummer von ihm drauf. Das ist nämlich super wichtig. Die Informationen müsst ihr mitgeben, damit auch das Blut zu ihm kommt. Bei der letzten Operation hatte man noch Blut, aber es stehen noch Operationen voraus. Und da braucht man wieder Blut. Wäre also toll, wenn du die Blutgruppe hast, 0 Rhesusfaktor minus, dass du dein Blut spendest. Ja, in eigener Sache hatte ich ja einen Antrag der Vinat gegenüber gestellt, sie zu heiraten. Da kann ich ja mal den Film hier verlinken. Ja, ich bin also so glücklich mit ihr, dass sie also gar nicht lange warten will. Passt. Wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr. Über 3 Monate lebt sie jetzt bei mir zusammen, mit mir zusammen. Hier 24 Stunden. Es klappt einfach. Da sind viele Kommentare gekommen, wie kannst du nur heiraten, dann ist ja die Pension weg. Ja Leute, ihr müsst die Videos zu Ende gucken und ich habe das auch erklärt. Wir werden buddhistisch heiraten da oben und nicht staatlich, wir sind ja nicht dumm, das habe ich ja auch in dem Video gesagt. Das wird von der holländischen Regierung nicht anerkannt, aber sehr wohl hier in Thailand, dass wenn man buddhistisch heiratet, ist das eigentlich das Wichtigste. Und das andere ist nur für den Government. Das interessiert nicht so viel. Ja, am 27. November fahren wir ja hoch Richtung Norden. Und dann sind wir den ganzen Dezember in Udon Thani. Da werde ich übrigens auch hoffentlich den Andy kennenlernen. Das ist so eine Schweizer Gruppe. Das ist also mit dem Blutspenden. Und am 19. Dezember werden wir in Udon Thani, das ist also nicht direkt in Udon Thani, da werden wir dann heiraten. Ich freue mich schon darauf. Und ja, ein neuer Lebensabschnitt. Ja, unter einem anderen Vorzeichen, dass man verheiratet ist. Habe übrigens auch meinen Ring jetzt und ein tolles Gefühl, mit dieser Frau zusammenzuleben.
So, jetzt das Wetter. Letzte Woche, überwiegend zu 80% kann man sagen, war es immer trocken. Wenn der Regen gekommen ist, dann kam der so um 4, 5 Uhr abends. Er hat es schon mal gegossen, aber ansonsten war das die Woche relativ gut. Und ich habe ja schon geguckt, wie es sein wird, und da ist also die Westküste, Phuket und Krabi, die kriegen nicht richtig mit. Aber laut Wetterbericht soll heute auch noch was rüberkommen. Schauen wir uns das mal an. Ja, hier liegt Koh Samui und da seht ihr Phuket und Krabi. Und ihr seht schon linke Seite, da sind viele Regenwolken, die übers Land ziehen, und dann kommen die auch schon mal nach Samui. Es ist noch nicht Regensaison, Leute. Das fängt erst so im Dezember an. Ihr seht, da staut sich das richtig, und vor allen Dingen, wenn es rot wird, dann regnet es ganz kräftig. Wir haben hier auf unserer Insel ein eigenes Klima. Von den also von den Temperaturen kann man sagen, haben wir so um die 30 Grad über den Tag hinweg. Man sieht aber, da kommt einiges vom Westen her. Und wo sind wir jetzt hier? Bei Freitag? Ja, am Wochenende kommt es da auch noch mal ganz kräftig. Aber das zieht hier relativ schnell drüber hinweg. Wir hatten letzte Woche das auch bei der Westküste. Da hat es geregnet wie Sau, und wir sind dann hier rumgekommen Richtung Minam, Sonnenschein. Aber das habe ich ja schon mehrfach erklärt. Wir haben also das Gebirge hier zwischen mit 500 Meter und 600 Meter, und wenn das also vom Westen rüberkommt, dann bleiben erstmal die Wolken da hängen. Ich sehe jetzt da zum Beispiel auch die Wolken, die hängen jetzt da hinten, ja, und dann regnet es da hinten ab. Und dann steigen die ja höher, die Wolken, und dann kommen die hier drüber hinweg, und dann kriegen wir hier an der Ostküste gar nicht mehr so viel davon mit. So, jetzt gucken wir uns mal das Wetter in ganz Thailand an. Ja, man sieht im Golf von Thailand, da ist einiges an Regen, was da über dem Meer hängt. Wir haben auch in Vietnam da wohl einen Wirbelsturm, der sich da bildet. Aber mehr geht, also Bangkok auch. Ja, Bangkok wird wohl untergehen. Die bereiten sich gerade darauf vor. Die ganzen Regenmassen, die jetzt vom Norden her runterkommen Richtung Meer, die gehen da auch durch Bangkok, und die haben jedes Jahr dieses Problem, dass die Uferbereiche da absaufen, sag ich mal. Und ja, im Norden regnet es auch noch ganz gut, sieht man. Also da braucht man im Moment nicht hinzufahren. Man sollte sich auch informieren, wenn man in den Norden hochfährt, ob alles passierbar ist. Die meisten Straßen werden immer wieder frei sein oder nur kurzzeitig bei Regen gesperrt. Aber es ist schon eine Einschränkung, da muss man schon sagen. Und da kommen wir dann schon zum Wochenende. Und im Golf von Thailand riesige Wolken, Regenwolken. Was damit verbunden ist, wenn es regnet, haufenweise Mücken. Wir haben also dieses Jahr sehr, sehr viele Mücken. Ich bin also auch unten an den Füßen zerstochen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine lange Hose, damit die gar nicht an mein Bein rankommen. Und ich nehme immer dieses Mittel. Das ist aber unterschiedlich, ich weiß nicht. Also wenn ich das hier nehme, auch die Vinat, dann haben wir eigentlich Ruhe vor den Mücken. Aber man muss sich davor schützen. So, gucken wir mal, was in Thailand los ist. Gucken wir mal nach Bangkok. Ja, das Thema Israel und der Krieg in Israel beschäftigt auch Thailand, denn sehr viele Thailänder arbeiten in Israel. Da bereitet man sich jetzt auch vor, da die Bewohner, thailändische Staatsangehörige aus Israel auszufliegen. Und was ja auch leider ist, die Terroristen haben ja auch Geiseln genommen, unter anderem auch Thailänder. Man versucht da zu verhandeln, aber aus der Erfahrung kann man sagen, mit denen zu verhandeln, das ist also äußerst schwierig.
Und ich glaube, da wird auch die israelische Regierung nicht zögern. Die werden da gar nicht groß handeln, die werden ihr Ding durchziehen. Hoffen wir, dass es also nicht in Fleisch und Brand wird. Ich habe da so ein paar Prognosen im Internet gesehen. Das sieht ja gar nicht gut aus, dass das nur da unten bleibt. Man hat ja auch schon mitbekommen, dass in Deutschland die Hamas, sage ich mal, Sympathisanten sich da auch stark machen und da auch nicht gegen vorgegangen wird. Aber das ist Politik, da halten wir uns raus. Also man versucht also die thailändischen Menschen aus Israel auszufliegen. Dann kommen wir nach Phuket, da gibt es was Erfreuliches. Die haben ihr Drachenfest, Drachentänze sind da. Derjenige, der schon mal in Asien gewesen ist und hat das schon mal gesehen, da sind also lange Drachen, die sind so 20 Meter und darunter sind die Personen, die bewegen den Drachen. Eine ganz tolle Sache. Teilweise tanzen die auch auf Pfähle. Und dann wundert man sich nur, wie können die das machen? Die springen da auf den Pfählen hin und her. Also am 14., am Samstag war das, hat das da wohl angefangen. Das ist in Naklua. Also wenn das noch ist, dann solltet ihr mal dahin gehen. Ist immer sehr farbenfroh und sehr laut, weil die ja ihre Knaller da loslassen. Ich habe es das letzte Mal gesehen, Neujahrsfest, das haben wir dann ja auch in Manam am chinesischen Tempel. Dann wird dann also so aus Pfählen was aufgebaut und dann springen die da hin und her und der Kopf geht immer runter und überall LEDs dran. Also eine ganz tolle Sache. Wenn ihr also da in Pattaya seid, dann informiert euch da mal. Ist also sehenswert. Dann gibt es noch etwas in Pattaya, das alljährliche internationale Bikini Beach Rennen. Da kommen also sehr viele auch schöne, attraktive Frauen, die im Bikini rumlaufen, Männer, die ihren Körper zeigen möchten. Das muss auch was Interessantes sein. Was haben wir dann sonst noch? Das war es eigentlich da. Dann springen wir runter nach Samui. Da hat ein Däne da übers Internet Waffen gekauft und Waffenbesitz für Farangs ist hier verboten. Das ist in dem Zusammenhang mit dem Amokläufer, mit dem 14-Jährigen in Bangkok denn geschehen, dass man also Razzien jetzt durchgeführt hat. Und da hat man einige Pistolen und Munition sichergestellt. Er hat also die Waffen übers Internet bestellt. In den Nachrichten steht aber nicht drin, ob das jetzt aus Thailand gekommen ist oder aus dem Ausland. Ist jedenfalls eine Schusswaffe. Und da sind die ganz strikt. Da stehen einige Jahre Knast drauf und hohe Geldstrafen. Ja, das haben wir hier in Koh Samui. Ja, Koh Samui bereitet sich vor auf Oktoberfest. Man sieht hier im Facebook hier von Samui, dass erste Woche im November die Oktoberfeste beginnen. Das sind in einzelnen Villen, das können auch Bars sein, wo das geführt wird. Die Wienert hat sich auch ein Dirndl schon bestellt. Ich war ja letztes Jahr in der Lamborghini Villa und habe auch ein Kostüm und ich bin auch eingeladen worden diesbezüglich, mir mal die Location anzugucken. Das wird also dieses Mal nicht die Lamborghini Villa sein, das wird eine andere sein. Da werde ich also bei euch diesbezüglich noch informieren. Also ich gehe auf jeden Fall dahin, das hat also letztes Mal riesen Spaß gemacht da. Dann haben wir diesmal was von Chiang Mai. Da hat man also einige Jugendlichen, so 15-Jährige festgenommen, die da wohl in den letzten Tagen illegale Mopedrennen gemacht haben und die Bevölkerung da tyrannisiert haben mit ihren Mopeds. Ich habe das also auch hier, die sind dann ohne Schalldämpfer.
und sind richtig laut. Und da hat aber die Polizei dann diesmal durchgegriffen, hat die dann auch festgenommen und die Mopeds beschlagnahmt. Sowas wie in Deutschland, dass die anschließend zum TÜV müssen, kenne ich hier nicht. Wir haben zwar einen TÜV, aber das ist also ein bisschen lasch, muss man sagen. Also das wäre eine Maßnahme hier in Thailand mal, die Phonestärke von den Mopeds zu kontrollieren. Da sind nämlich welche dabei, das ist Hölle, Hölle ist das. Und dann nervt also den Touristen ganz besonders. In einem der letzten Videos habe ich auch darüber gesprochen, dass man steuerlich hier in Thailand die Farangs auch ranholen möchte. Da ist bis jetzt noch nichts bekannt geworden. Die einzelnen Bezirke sind jetzt praktisch informiert worden und jetzt müssen wir mal abwarten, was da auf uns zukommt und wer da informiert wird. Ich schätze, da wird nichts Großes gemacht, weil der bürokratische Aufwand scheuen die eigentlich mit uns. Wir sind ja schon seit Jahren, können wir ja veranlagt werden. Jedes Jahr, wenn ich meine Aufenthaltsgenehmigung abgebe, steht ja auch in dem Schreiben, was ich vom Honorarkonsul bekomme, mein Einkommen drin und dass das sehr wohl versteuert werden kann. Aber das ist bisher, hat da noch nicht stattgefunden und ich war auch beim Finanzamt und die haben mich weggeschickt, weil das für sie zu viel Aufwand ist. Warten wir mal ab. Normalerweise sollte ja am 1. Januar das Gesetz in Kraft treten, aber die wissen ja noch selber nicht, wie sie das umsetzen. Ja, hier noch eine Sache. Anfangs habe ich ja von den Blutspenden gesprochen. Da verstehe ich nicht, da habe ich doch 8 Daumen nach unten bekommen. Ich hoffe, dass diese Leute nicht auch mal in die Situation kommen, dass sie Blut brauchen. Da habe ich also absolut gar kein Verständnis für, wie man da den Daumen, die Information habe ich ja rübergebracht, dass das benötigt wird, dieses seltene Blut. Und dann bekomme ich da, ich glaube 8 waren es, 8 Daumen nach unten. Entweder ist das jetzt auf das Thema fixiert, dass ich da aufgerufen habe zu einer Spendenaktion für Blut, oder ob es meine private, dass es um mich geht. Aber diejenigen bitte, dann sucht euch andere Filme aus, um das nach unten zu bringen, den Daumen nach unten. Und so lebenswichtige Filmberichte, Videoberichte, die muss man nicht unbedingt mit dem Daumen nach unten bewerten. Für uns steht heute an, wir müssen heute noch zur Oma, wollen nach Oma. Wir wollen auch noch zum Straßenverkehrsamt. Ich hatte ja in einem Filmbericht gesagt, ihr müsst euch darum kümmern, dass, wenn ihr verstirbt oder verstorben seid, dass alles geklärt ist. Wir haben die notwendigen Formulare ausgefüllt, damit die Vinat in diesem Fall das Auto übernehmen kann, um es dann zu verkaufen. Jetzt wollen wir heute also auch noch zum Straßenverkehrsamt da fahren, um zu gucken, ob alles richtig ausgefüllt ist. Wir wollen auch noch zur Bank fahren. Die Bankvollmachten wollten wir jetzt auch mal testen, ob sie Geld abholen kann, ohne dass ich dabei bin. Also das läuft alles noch parallel im Hintergrund. Und schauen wir mal, was das so die Woche noch bringt. Okay, ich möchte mich verabschieden und fange jetzt an, den Film fertig zu machen. Tschüss!